Es gibt ein Tier, das kann etwas, wovon die Medizin träumt. Es wächst verlorene Körperteile einfach wieder nach, sogar Teile von Herz und Gehirn. Es heißt Axolotl. Der Axolotl ist ein Schwanzlurch, ein naher Verwandter der Salamander und stammt aus einem einzigen Seengebiet in Mexiko. Mit seinem dauerhaften Lächeln und den federartigen Kiemen am Kopf sieht er fast aus wie ein kleiner, lachender Drache. Seine berühmteste Fähigkeit ist die Regeneration. Verliert der Axolotl ein Bein, wächst an der Wunde ein komplett neues nach, mit Knochen, Muskeln, Nerven und Blutgefäßen, sauber proportioniert. Und zwar ohne Narbe. Wo bei uns Menschen festes Narbengewebe entsteht, baut der Axolotl das Körperteil neu auf, als wäre nichts gewesen. Es bleibt nicht bei den Beinen. Der Axolotl kann auch einen verletzten Teil seines Herzens ersetzen, bis zu etwa einem Fünftel der Herzkammer. Noch erstaunlicher: Er repariert durchtrenntes Rückenmark und sogar Teile seines Gehirns. Bei uns führt so etwas fast immer zu bleibenden Schäden. Dazu kommen Kiefer, Teile der Augen samt Netzhaut und die Kiemen. Und das nicht nur einmal, sondern viele Male in seinem Leben. Der Trick dahinter: An der Wunde bildet sich ein Zellhaufen, das sogenannte Blastem. Dort schalten Zellen gewissermaßen in einen jungen Zustand zurück und bauen das fehlende Teil neu auf. Fast genauso ungewöhnlich ist sein Leben. Der Axolotl wird nämlich nie richtig erwachsen. Er behält zeitlebens seine äußeren Kiemen und bleibt im Wasser. Fachleute nennen das Neotenie. Andere Lurche verwandeln sich zum Landtier. Beim Axolotl bleibt das Signal dafür, das Schilddrüsenhormon Thyroxin, meist aus. Zwingt man ihn im Labor doch zur Verwandlung, lebt er kürzer und regeneriert schlechter. Auch sonst ist er zäh. Axolotl bekommen extrem selten Krebs, nach Schätzungen rund 1000-mal seltener als ein Säugetier. Darum erforschen Labore weltweit, was hinter all dem steckt. Trotzdem, ganz ehrlich, unsterblich ist der Axolotl nicht. Das Nachwachsen hat Grenzen, klappt bei alten Tieren langsamer und ein Axolotl lebt im Schnitt nur etwa 10 bis 15 Jahre. Und ausgerechnet dieses Wundertier ist in der Wildnis fast verschwunden. Von Natur aus lebt es nur in den Kanälen von Xochimilco bei Mexiko-Stadt. Dort ist der Bestand von Tausenden pro Quadratkilometer auf eine Handvoll eingebrochen durch Abwasser, Verschmutzung und eingeschleppte Fische. Das ist das Paradoxe. In Aquarien und Laboren gibt es Millionen Axolotl, doch wild gilt die Art als stark bedroht. Fachleute versuchen darum, den Lebensraum zu retten und Tiere wieder anzusiedeln. Ein Tier, das Gliedmassen, Herzstücke und Gehirnteile nachwächst, kaum Krebs kennt und ewig jung wirkt und doch verletzlich ist. Wenn dich solche Fakten faszinieren, dann bleib neugierig.